Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem einem guten Sportler und dem Besten aller Zeiten? Ja. Der Beste der aller Zeiten, für ihn ist es okay, dass er langweilige Sachen macht. Ja. Und er weiß, dass er die langweiligen Sachen jeden Tag aufs Neue machen muss. Ja. Und er genießt die Langeweile. Eine Durchstrecke ist immer da. Es kommt immer eine Zeit, wo es einfach nicht so gut läuft. Stimmt. Und du kannst einfach dagegen wirken, wenn du ein Mindset hast, wo du weißt, ich muss einfach gut weitermachen und dann kommt die Belohnung irgendeinmal. Action. Aber Klappe auf, Klappe zu. Klappe zu, Klappe auf. Klappe zu. Okay, fair. Klappe zu, Klappe auf. Also, Ja, habe ich hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres OB2B Podcasts, Darling Out, die OB2B Podcast, euer Podcast rund um B2B Sales und alles, was dazugehört im Leben so. Richtig. Von Leuten, die sich mit B2B Sales von Leuten, von Prozessen, von Einwänden. Einwänden, von Auswandern, von Einwandern, von Sport. Von Sport, stimmt. Von Hobbys. Auch. Vom Leben um Sales und so weiter und so fort. Ja, viele Sachen gehören in Sales. Sehr viele Sachen eigentlich, Ja. wenn man das so Was ist das betrachtet. Leben ohne Vertrieb? Also Eigentlich verkauft man sich prinzipiell jeden Tag, egal wo man ist, aufs Neue. aufs Neue. Daher ist Sales Teil des Lebens. Ja. In einer sehr bizarren Art und Weise muss man das halt so hinnehmen. Man kann sagen, man kann Sales lernen, aber eigentlich ist Sales wirklich was ganz Natürliches. Etwas, was den Menschen von Den Affen. den Affen trennt, unterscheidet. Nein, ich wollte eher sagen, etwas, was den Menschen wirklich seit Anfang irgendwie prägt. Ja, schon im Steinalter oder so haben ja Menschen schon irgendwie etwas ausgetauscht, ne? Ja, Mit einem Benefit für einen oder für den anderen. stimmt. Und das muss es ja auch immer sein. Ein Austausch, der für beide günstig ist. Für mich ist es guter Vertrieb. Ja, das sollte eigentlich der Grundstein eines guten Vertriebs sein. Ja. Dass beide Seiten Benefits davon bekommen. Okay. Das Thema, was wir aber heute ansprechen wollten, weil wir beide vielleicht auch was dazu beitragen können, aber du vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du viel intensiver in den letzten Jahren Sport treibst als ich. Wobei, so schlecht bin ich auch nicht. Nee, ich weiß, Aber- dass du Pilates machst. Ich weiß, dass du Balkan Fitness machst. Oh mein Gott, ja. Man lernt Sachen. Ja. Und ich weiß, dass du mit nicht Bergsteigen, sondern Klettern dich beschäftigt. Daher, Und im Winter? nein, bist du Snowboard oder Skityp? Kein Ski doch. Ich bin doch kein Skifahrer. Sehe ich aus wie ein Skifahrer? Nein. Ich weiß nicht, wie ein Skifahrer Du aussieht. kennst den Unterschied nicht. Nee, Ja, alles gut. Kann ich nicht. Ich sehe vielleicht aus wie ein Skifahrer. Ja, ein bisschen schon, aber Ja. du bist ein Snowboard-Typ. Bin ein Snowboard-Girl. Cool. Zumindest Gut zu versuche ich das zu sein. So gut bin ich nicht. Aber die Olympischen Spiele, die Winterspiele sind Genau, gerade sind- aktuell. Stimmt. Gestern konnte man wirklich die Snowboarderin sehen. Unter anderem Hast auch. du dir das vielleicht angeschaut? Nein. Das ist crazy, das war wirklich crazy. Und ja, was Leute so im Sport alles brauchen und was sie alles so machen, lässt sich eigentlich mit Vertrieb schön vergleichen. Und ich glaube, Stimmt. dass Sportler, die vielleicht am Ende ihrer Karriere sind, sehr gute Vertriebler sein könnten, wegen der Ausdauer und so. Wenn man halt lange darauf wartet, dass was Gutes passiert. Ist ja bei uns Ja, so es ein ist eine bisschen der Sache. Fall. Ich habe, als ich das Ganze angefangen habe mit dem Sport und so, hatte ich mal gelesen, dass eine sehr interessante Sache, ein sehr interessantes Mindset ist. Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem einem guten Sportler und dem Besten aller Zeiten? Ja, Der Beste der aller Zeiten, für ihn ist es okay, dass er langweilige Sachen macht.
Ja. Und er weiß, dass er die langweiligen Sachen jeden Tag aufs Neue machen muss. Ja. Und er genießt die Langeweile. Er weiß, okay, das ist eine Sache, die er jeden Tag machen muss, um die kleinste Feinmotorik zu perfektionieren. So zum Beispiel auch bei uns. Das ist ein guter Punkt. Ja, super. Wir machen jeden Tag Hunderte, wenn auch nicht schon Tausende. Also insgesamt vielleicht 1000 mit allen Leuten. Mit allen Leuten Anrufe, wo wir bei jedem Anruf üben, wie man richtig einsteigen kann, was man da sagen kann, wie man sich gut auf eine spontane Situation einstellen kann. Daher ist es schon ein Mindset, welches ziemlich gut besonders für den Pre-Sales ist. Weil ja, ich muss 20, 30, 40 Anrufe machen, um zu einem Ansprechpartner zu kommen. Aber ich sollte das mit einem Lächeln im Gesicht machen. Mhm. Und das Ganze dann genießen, weil es wirklich ein Reifeprozess ist. Ja. Daher, das ist zum Beispiel eine Sache. Das ist vollkommen richtig auch. Nur man merkt es halt lange nicht oder man wird sich dessen gar nicht bewusst. Aber du erinnerst mich gerade mit dem Gedanken daran, wie unser Snowboard-Lehrer uns das damals auch gesagt hat. Er hat auch gesagt, hey, Talent ist eine Sache, aber ihr müsst einfach Ausdauer zeigen oder halt immer kontinuierlich bleiben. Ich dachte mir so, was ist denn das für eine Floskel? Ja. Ja? Das ist voll die Floskel, aber das ist die wahre Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und halt einfach Ausdauer und Eifrigkeit zeigen. Und das ist Vertrieb. Ja, ne? genau. Und vor allem der Teil des Vertriebs, den wir machen. Also da ist schon mal ein richtig guter Bezug zu Sport da, ne? Und das, was auch irgendwie wichtig ist, nochmal zu sagen, es ist ja beim Sport mit Ausdauer oder dass du einfach dran bleibst, kannst du ja Talent eigentlich auch bekämpfen. Also wenn jemand sehr talentiert ist, braucht er vielleicht weniger, aber wenn er nicht weitermacht, dann bleibt er immer noch auf demselben Niveau. Stimmt. Ne? Oder auch bei allen Sachen im Leben, auch beim Zeichnen oder so, ist jetzt nicht unbedingt Sport, aber halt dranbleiben, weitermachen, und dann kommst du zu einem Niveau. Aber wenn du dann da bist und damit zufrieden bist, ist das ja okay, aber eigentlich kann dieser Punkt dann auch nicht ausreichend sein nach einer späteren Zeit. Du musst immer wieder irgendwie Ausdauer zeigen und weitermachen, dass du nochmal zu einem nächsten Grad kommst. Stimmt. Und das ist zum Beispiel auch weiterhin ein sehr gutes Mindset, dass man niemals mit dem jetzigen, ich sage jetzt nicht zufrieden ist, sondern dass man immer da ein Verbesserungspotenzial sieht, egal was man macht. Egal, ob man zum Beispiel ein Meeting organisiert hat oder ein einfaches Gespräch mit jemandem an der Zentrale geführt hat, dass man sieht, okay, zum Beispiel, ich habe das bemerkt heute, ich habe mit einem Ansprechpartner gesprochen, er hat mir alles gegeben, aber ich hätte zum Beispiel in einem Moment ein bisschen fröhlicher sein können oder ein bisschen optimistischer oder ein bisschen assertiver nach etwas fragen könnte. Das waren Sachen, die ich jetzt retrospektiv weiß, die ich mir jetzt beim nächsten Anruf sicherlich merken werde. Das heißt, ich habe einen guten Job gemacht, aber ich sehe da die Möglichkeit, dass ich eine Finesse besser machen kann. Ja. Das ist mal das Schöne, ja. Also erstmal halt der Teil, wo man die Übung bekommt und wo man dann in der Übung drin ist und dann kann man auch ein bisschen manipulieren in dieser Übung. Halt auch irgendwo taktisch besser werden, ne? Stimmt. Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du eigentlich schon mal deinen ersten Erfolg siehst. Genau. Egal, was es jetzt für dich ist. Aber das ist ja halt auch der Sport. Vielleicht lernst du jetzt einen total neuen Move, den du jetzt irgendwie nicht drauf hattest. Keine Ahnung, beim Snowboarden oder du irgendwie beim Gewichteheben. Auf einmal bist du nicht mehr auf 20, sondern auf 50 Kilo oder so, ne? Ja. Das ist dann schon so eine Sache, wo ich denke, okay, ja, cool. Ich weiß noch vor Jahren, als ich erst angefangen habe mit dem Klettern, dachte ich mir, ich werde es nie im Leben schaffen, bei so kleinen Crimps mich festzuhalten. Das ist für mich jetzt total normal. Ich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen, dass ich das damals gedacht habe. Aber ich finde, es ist immer so eine schöne Sache, sich nochmal zurückzuerinnern dran. Wow, okay. Ja, der erste Erfolg. Bei uns ist der erste Erfolg natürlich erstmal, dass man vielleicht einen richtigen Ansprechpartner erreicht hat. Ja, stimmt. Und seinen Pitch rausgehaut hat. Ja, oder auch der erste Anruf, wo man nicht blockiert ist und
und vergessen hat, wie man heißt. Ja, ist ja auch was. Das ist schon auch ein Erfolg meiner Meinung nach, weil man ja weiß, okay, man hat sich genug entspannt, um ein normales Gespräch mit der anderen Seite zu führen. Daher, ja, kann man so wirklich in kleine Segmente einteilen, wie auch beim Sport, wo man sieht, ja, ich habe bei den kleinsten Sachen schon etwa einen Fortschritt gemacht. Das heißt, bei solchen Sachen kann ich dann auch bei großen Sachen Fortschritte machen. Aber jetzt halt so eine Sache. Es ist vielleicht ein Vergleich wert, zu sagen, der Sport, den man nur Sportes halber macht. In der Hinsicht, okay, ich mache Sport einfach, um fit zu bleiben und um mich gut zu fühlen. Und das Ziel ist dann halt einfach dieses Wohlfühlen, dieses Wellbeing, wie man das jetzt schön nennt. Ne? Und dann gibt es ja auch Sport, wo man einfach auch sehr kompetitiv drin ist. Immer. Ist ja auch im Vertrieb so ein bisschen zu schauen. Okay, du kannst ja eigentlich Vertrieb für sich gerne machen. Stimmt. Aber dir ist es ja schon wichtig, dass du zu einem Ziel kommst. Aber das muss vielleicht nicht immer der große Durchbruch und Erfolg sein und die Zahlen immer höher zu treiben. Stimmt. Was ist jetzt wichtiger für dich? Meinst du, das ist, also nur um die Frage konkret zu stellen, kontinuierlich dasselbe machen und kleine Ziele zu setzen oder immer irgendwie so was durchbrechen zu wollen, wie so ein Rekord im Sport? Das kann ich dir aus beiden Perspektiven eigentlich beantworten. Zum Beispiel, du weißt, dass ich Kreuzheben über alles mag im Sport. Das ist meine absolute Lieblingsdisziplin. Wenn ich etwas jeden Tag machen könnte, Kreuzheben. Okay. Darf ich leider nicht. Ja. Aber die Sache ist wieso denke ich, dass beides wichtig ist? Weil ich muss hier und da mal sehen, wo mein Limit ist. Ja, dann sind locker 250 Kilo drauf und ich versuche dann die 250 Kilo zu heben. Wenn es geht, gut. Wenn nicht, okay, dann sehe ich, okay, irgendwas stimmt da nicht, weil das sollte dann mein Maximum sein. Wenn ich es heben kann, dann weiß ich, okay, ich habe einen meiner Limiter durchbrochen und das nächste Mal versuche ich mehr zu machen. Aber hier und da darf ich es mal probieren, ob ich zum Beispiel 100 Kilo heben kann. Weil ich muss wissen, dass ich immer noch konstant bin. Und das darf ich zum Beispiel mehrmals machen, mehrmals in der Woche zum Beispiel. Weil ich muss sehen, dass die kleinen Sachen, die kleinen Schritte ich immer noch beherrschen kann. Aber hier und da, sagen wir, in einer normalen Zeit, einmal im Monat, versuchen wir mal wirklich das Limit durchzubrechen, um mir selbst zu zeigen, dass ich einen Fortschritt gemacht habe. Das ist auch für einen Sales sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr seht, ob er in einem Monat mehr Meetings organisiert hat als in einem anderen Monat und wieso er das geschafft hat. Zum Beispiel, jetzt weiß ich heute, dass ich meinen Rekord gemacht habe. Ich habe 7 Meetings in diesem Monat organisiert für ein Projekt. Ja, das ist aber auch halt dasselbe im Sport wie auch im Vertrieb. Eine Durchstrecke ist immer da. Es kommt immer eine Zeit, wo es einfach nicht so gut läuft. Stimmt. Und du kannst einfach dagegen wirken, wenn du ein Mindset hast, wo du weißt, ich muss einfach gut weitermachen und dann kommt die Belohnung irgendwann. Konstant sein. Und gerade der erste Teil, konstant immer mit dabei zu sein und damit zufrieden zu sein, ist super wichtig, um überhaupt zu seinem Durchbruch zu kommen. Stimmt. Ist aber sehr gefährlich, wenn der Durchbruch immer wieder irgendwie schnell kommt. Das ist ja wirklich wie im Sport. Weißt du, es gibt ja viele Spitzensportler, die zum Doping greifen. Ja, weil sie halt noch stärker sein möchten. Weil der Teil, diese Kontinuität nicht genügend ist. Ist auch im Vertrieb so. Es gibt Leute, wie kann man sich in Vertrieb... Wolf of Wall Street. Ja, aber wie kann die man haben ja enorm viel Drogen genommen. Die wollten halt immer besser werden und halt, dass es dir fast egal ist, wie du den Vertrieb machst. Das darf ja nicht so sein. Nee, das darf nicht so sein. Das ist so die Schattenseite, ja? Das ist die Schattenseite, weil, das ist schon angesprochen, wenn man zu einem spezifischen Limit kommt, wie viele Meetings man, sagen wir, pro Monat organisieren kann oder wie viele Anrufe man machen kann. Oder auch Abschlüsse. Abschlüsse, so auch unbedingt wichtiger. Jetzt, Abschluss. Dann kommen 10 von auf einmal und dann kommt sehr lange nichts. Genau, jetzt kommt die Sache. Wenn man das eine spezifische Limit, sagen wir das möglichste, ohne jetzt Drogen zu nehmen, Limit erreicht hat, bitte. kann man den nächsten... Nehmt keine Drogen, liebe Leute. Bitte.
wenn man das nächste Limit erreichen will, muss man sehr viel Geduld haben. Weil man hat, das habe ich im Gym sehr, sehr schnell bemerkt. Ich konnte ohne Probleme in den ersten paar Monaten von 100 Kilo Kreuzheben bis zu 180 Kilo kommen. Das habe ich in 2-3 Monaten geschafft, ohne große Probleme. Aber dann der Sprung von 180 auf 200 war unglaublich mental schwer für mich. Weil ich wusste nicht, ob ich es machen kann. Ich musste unglaublich viel Energie, Geduld, Übung und so weiter hineinlegen, um das Ganze zu schaffen. Und nach einem Moment habe ich auch das Limit durchbrochen. Ja. Aber, wie gesagt, dafür habe ich viel mehr Zeit verbraucht, als für den ersten Sprung von 100 auf 180. Genau. Ja, ist stabil, wenn es so. Es hat mir in den Finger gehauen. Alles gut. Okay, das ist wichtig. Und denke ich, dass es auch so eine Sache beim Sales ist. Zwar sind nicht die Nummern so leicht, sagen wir jetzt, messbar, aber sicherlich hat jeder von uns einmal so ein Limit einfach erreicht, wo er weiß, okay, jetzt muss ich sehr viel Geduld üben und in einem Moment wird sich das Ganze lohnen. Ja. Aber da muss man wirklich das Ganze durchhalten. Das ist wirklich so. Das ist halt nicht aufgeben. Genau. Die Belohnung kommt. Es ist natürlich sehr schwer, wenn sich jemand mental sehr belastet fühlt und meint, ich kann das nicht mehr machen. Aber ich bin mir wirklich sicher, wer einmal im Sport war, bleibt immer im Sport. Und wer einmal im Vertrieb war, bleibt auch immer im Vertrieb. Ja. Es ist sehr schwer, sich aus diesem vertrieblichen Modus auch irgendwie rauszugewöhnen. Ne? Es ist einfach ein Bestandteil deines Lebens. Auch wenn du mal was anderes machen würdest, hast du, glaube ich, immer wieder diese Schrittweise. Strukturell gehe ich vor, das ist mein Ziel, da muss ich hin. Und sehr wichtig, wie auch im Sport, wenn es mal nicht läuft, musst du weiterlaufen. Genau, es ist auch okay. Ja. Zum Beispiel und man darf auch mal ausruhen. Genau, stimmt, das ist besonders wichtig. Jetzt will ich beide Sachen ganz kurz ansprechen. Bitte. Erstens, man muss das Ganze durchhalten. Als ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe, hallo mein Trainer, hoffe, dass du dir das Ganze ansiehst. Als ich mit dem Ganzen angefangen habe, was mental für mich unglaublich schwer, weil mein Ego jeden Tag gelitten hat. Jemand, der kleiner und schwächer als ich war, hat mich besiegt. Ja. Das dauerte monatelang. Ja. Aber in einem Moment man muss einfach das Ego runterdrücken, sagen, okay, das ist Teil des ganzen Prozesses. Ich lerne, durch jeden Verlust lerne ich etwas Neues. Und dann kann man ohne Probleme zum Beispiel auch mit schwereren Leuten kämpfen und zeigen, ja, ich beiße jetzt endlich. Ja. Das ist meine Sache. Obwohl man wirklich mental also wirklich im Tiefgrund ist, muss man einfach da das Durchhaltevermögen zeigen. Und die zweite Sache war, ich habe es jetzt gerade... Ich habe den Faden jetzt auch verloren. Was habe ich noch gesagt? Ach ja, ein bisschen ausruhen. Ja, genau, ausruhen. Das ist wirklich die wichtigste Sache. Okay. Das war... Eddie Hall hat das sehr schön gesagt, der 2017 World Strongest Man sagte, jeder, der mit mir Strongman gemacht hat, ist einer der besten Leute, die trainiert. Aber wieso ich der Beste bin? Weil ich besser ausruhen kann. Und das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Einfach, wenn der Laptop, wenn man das Ganze runterfährt, nicht darüber nachdenken. Ja. Was im letzten Gespräch mit den Ansprechpartnern geschehen ist, einfach das Ganze vergessen. Ja, das sind so kleine Pausen. Aber ich glaube, man muss sich auch mal eine längere Pause gönnen, weißt du, so halt so einen richtigen Urlaub, wo man nichts tut. Ja, 2 Wochen. Ja, oder halt auch, es gibt Leute, die nehmen so ein Sabbatical, weißt du, so ein ganzes Jahr sind sie dann weg und so. Ich finde, das kann auch nicht schaden, wenn man vielleicht dann danach weiß, okay, ja, ich mache das jetzt nochmal, aber ich möchte jetzt einfach nochmal ausschalten und nichts tun und dann komme ich nochmal ganz frisch zurück. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist sehr wichtig. Ich fand es auch immer spannend, wenn Leute mal bei uns gekündigt haben und dann doch mal irgendwie zurückgekommen sind oder halt das ist stimmt. auch ganz Stimmt. Ganz cool. Das finde ich auch schön, ne? Wenn man sich halt einfach nochmal so selbst nochmal abgrenzen möchte von etwas, wo man ja vielleicht eine Zeit lang drunter gelitten hat, dass man
viel gemacht hat und vielleicht auch viel rauskam, aber jetzt reicht's. Genau. Aber ja, aber das zeigt dann auch eine Sache, wieso dann Leute zurückgekommen sind. Also irgendwas hat ihm dann hier gepasst, dass sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich mir genug Zeit genommen, habe viele Sachen ausprobiert, habe gemerkt, okay, will dann wieder Vertrieb machen. Ja. Das war schön. Ja, das ist spannend. Auch gutes Feedback für dich. Immer wieder, würde ich auch sagen. Also ich habe dasselbe ja auch gemacht. Ich war ja auch eine Zeit lang nicht nur hier. Stimmt, ja, genau. Aber ich habe es halt parallel gemacht. Und ja, aber das ist vielleicht was anderes, aber trotzdem. Das würde ich mal sagen, doppelt gemoppelt, weil da hat man wirklich kein Rest-Day, keine Entspannung, sondern geht von Aufgabe zu Aufgabe. Sind es zwei verschiedene. Mental kann man sich umschalten. Ja, aber mental kann man sich dann nicht entspannen dann. Das stimmt, aber ich muss auch sagen, trotzdem, als ich den anderen Job auch gemacht habe, als Wedding Planner, habe ich sehr viel vertrieblich machen müssen. Auch. Ja, stimmt. Kann ich mir vorstellen. Ja, und organisatorisch sind Sachen, die ich sowieso auch hier bei uns mache, außer Vertrieb. Ja. Aber halt nicht in diesem Ausmaß. Aber es war halt so ein kleiner Ausgleich da, weil man halt auch woanders ist und dann auch wieder da. Aber auf die Dauer ist das, glaube ich, nicht lustig. Nee. Deswegen habe ich es ja auch abgebrochen, aber trotzdem. Gut, dass du das für dich selbst gemacht hast. Im Endeffekt. Genau, das war schon Spitzensport. Spitzensport. Und dann noch Sport treiben daneben. Genau. Hattest du überhaupt Freizeit in dieser Zeit? Ja, ich war überall. Du warst überall. Ich bin auch gereist. Ich habe alles ganz normal gemacht, aber halt, ich hätte damals keinen Hund haben können, zum Beispiel. Stimmt. Das auf keinen Fall. Du hättest keine Zeit für den Hund gehabt. Nee. Sicher nicht. Habe ich ja jetzt kaum. Für den Hund, den ich habe, der braucht ja wirklich 16 Stunden am Tag. Ja. Das ist auch ein Sport. Das ist über Hundedressur und so könnten wir einen anderen. Machen wir einen nächsten Podcast, dann lade ich meinen Hund mit ein. Bitte! Ja. Bitte. Dann macht ihr mit. Yes! Wollte ich sowieso schon machen. Yes! Gut, Franjo, willst du vielleicht nochmal eine Abrundung machen zur ganzen Geschichte? Warum Sport und Sales Hand in Hand gehen? Ich würde mal so sagen, Sport zeigt dir, dass du auch in den schlimmsten Situationen Durchhaltevermögen zeigen kannst, dass du die Langeweile genießt, dass du durch die konstanten Übungen zeigst, dass du einer der Besten bist und dann im Endeffekt die Lorbeeren erntest. Daher würde ich mal sagen, Sport und Sales sind vom Konzept her dieselben Sachen. Okay, also Ausdauer ist Nummer 1, um zum Erfolg zu kommen, egal in welcher Disziplin. Egal welche Disziplin. Gut. Ob bei Schnelldialing oder auch beim Kreuzheben. Genau. Ich finde, das ist eine ganz schöne Botschaft nach außen. Ja. Meinst du, dass Vertriebler bessere Sportler sind? Oder meinst du, dass Sportler bessere Vertriebler sind als diejenigen, die keinen Sport machen? Ich würde sagen, dass gute Vertriebler bessere Sportler sein können. Gute Vertriebler, okay. Und Sportler gute Vertriebler? Je nachdem. Ich muss aber sagen, ich bin ja jetzt schon 10 Jahre hier. Ich habe eigentlich erst ungefähr vor 10 Jahren auch angefangen, aktiver Sport zu machen. Mhm. Ich habe jetzt als Kind nicht so viel Sport gemacht. Aber war das wegen des Vertriebes? Nein, ich habe also irgendwie zur selben Zeit angefangen, aktiver Sport zu machen. Das sicher ist wegen des Vertriebes. Ich bin keine Ahnung. Das ist keine Zufälligkeit. Der Vertrieb hat mich zum Sport getrieben. Ja. Kann sein, oder? Ja, kann sein. Wirklich. Gut. Fazit ist, weil wir Sport machen, sind wir gute Vertriebler und weil wir Vertriebler sind wir auch gute Sportler. Gute Sportler. Sind wir aktive Sportler? Sind wir aktive Sportler? Den Zusammenhang können wir bei uns finden. Stimmt. Vielleicht auch bei vielen anderen. Sicherlich. Aber ich bin mir sicher, dass jemand, der auch bei uns angestellt ist oder irgendwo anders im Vertrieb ist, der heute anfangen würde, Sport zu machen, dass er besser wäre als jemand, der nicht im Vertrieb ist. Stimmt. Okay. Weil er, wie gesagt, das Grundkonzept versteht. Man muss durchhalten
um die ersten Resultate zu sehen. So ist es. Gut, mit der Botschaft können wir uns verabschieden für heute, meinst du? Da würde ich noch einen guten, eine Sache, da gibt es einen Ultramarathonläufer, der mir unglaublich sympathisch ist, aus Baden-Württemberg. Okay. Und bei jedem seiner Videos sagt er immer, der Kessel muss brennen, laufen muss es. Und das ist ein Motto, dem mir auch im Gym oder auch im Vertrieb immer Motivation gibt, weil es so schön einfach ist. Okay. So schön. Daher, der Kessel muss brennen, laufen muss es, würde der Alles sagen. gut. Dann schließen wir damit ab. Franjo, danke, dass du heute nochmal hier warst, um uns deinen Einblick in Sport und Vertrieb zu geben. Immer gerne. Sport und Sales hört sich noch ein bisschen besser an. Liebe Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer ihr euch fühlt, vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Bei LinkedIn könnt ihr uns hinzufügen und uns weiter verfolgen unter YouTube, unser Channel. Subscribed, commentet, shared, was auch immer ihr möchtet. Bleibt straff. Vertrieb ist eine gute Sache. Sport ist vielleicht noch eine viel bessere und gesündere für euch. Aber wenn ihr schon mal eines von beiden beherrscht, dann geht das andere noch einfacher. Genau. So, Franjo, das war's. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.